Wir haben eine neue Koalition. Es ist schwarz-rot und wie von der CDU nicht anders erwartet, wird Digitalisierung natürlich nur vorangetrieben, wenn man dem eigenen Überwachungsfetischismus nachgeben kann. Für die, die den Kanal hier nicht kennen, hier geht's um Technik. Ich überlasse anderen Experten ihren eigenen Fachbereich vom Koalitionsvertrag. Das heißt, wir schauen uns hier die Digitalisierung und alles, was dazugehört, an. Die CDU hat seit geraumer Zeit bei Digitalisierung auch immer den Sicherheitsaspekt im Kopf, also nicht Sicherheit für eure Daten, damit kein Hacker auf eine zentrale Datenbank mit super sensiblen Infos drauf zugreifen kann, sondern eher, dass die Polizei genau das kann. In der Praxis wurde vieles davon bislang aber immer vom Europäischen Gerichtshof einkassiert und kam deswegen am Ende nicht, aber das könnte sich jetzt ändern. Man möchte nämlich alle Spielräume für die Polizei maximal ausnutzen, die man gerade noch so legal ausnutzen kann, ohne eins auf den Deckel zu bekommen. Also maximale Spionage der Bevölkerung, die man rechtlich so durchbekommt noch. Schön! Das bedeutet nämlich für alle Bürger den absoluten Albtraum, vor allem für die, die nichts zu verstecken haben, also vielleicht für euch, falls ihr zu denen gehört. Unter den Maßnahmen finden sich ganz konkret natürlich sehr viele Klassiker, aber auch ein paar neue Ideen. Und zwar Vorratsdatenspeicherung für 3 Monate, Staatstrojaner, automatisches Internet durchsuchen und analysieren von Social Media von euren biometrischen Daten, auch mit KI, und eine Kennzeichnung, ein Kennzeichenlesesystem, um genau zu sein, für Autos. Keine Sorge, es kommt natürlich noch ein bisschen was dazu, aber das sind erstmal so die Hauptaspekte. Was heißt das? Fangen wir an mit Vorratsdatenspeicherung. Wenn ihr auf eine Website zugreift, wird euer Internetanbieter verpflichtet mitzuschreiben, dass eure IP-Adresse, die euch von diesem Anbieter gegeben wird, um 9:17 Uhr auf Pornhub.com zugegriffen hat. Da ihr eine Handynummer oder einen Festnetzanschluss in Deutschland nur mit Ausweis bekommt und die IP-Adresse euch von eurem Internetanbieter zugewiesen wird, kann man damit natürlich dann sagen, nicht mehr irgendeine seltsame Zeichenkette mit zu vielen Zahlen hat auf Pornhub zugegriffen. Nein, man weiß ganz konkret, dass ihr das wart und wann ihr das wart. Ursprünglich war damit der Plan mal, dass man schwere Straftaten aufdeckt. Mittlerweile hat sich das aber auch für Urheberrechtsverstöße, also illegales Streaming, etabliert. Auch ursprünglich hatte der EuGH eigentlich mal ein Problem damit, aber mittlerweile finden die das eigentlich ganz okay. Der große Kritikpunkt ist, alle Menschen im Internet werden dann anlasslos überwacht. Das heißt, man braucht keinen Beschluss oder sonst irgendwas, es gilt einfach für alle. Das heißt, völlig egal, ob ihr was zu verbergen habt oder nicht, seid ihr betroffen. Habt ihr beispielsweise einen Online-Termin bei einem Psychologen oder einem Psychiater, was ja immer häufiger wird und mehr werden soll, dann kann das jeder sehen und nachprüfen. Und das wird später noch wichtig. Behaltet das ganz kurz im Kopf deswegen. Aber besonders wichtig ist hier auch der sogenannte Chilling-Effekt. Also der Abschreckungseffekt. Einige Menschen tun etwas nicht, weil sie wissen, dass sie beobachtet werden. Ich beispielsweise würde in einer Therapie nicht über gewisse Themen reden, wenn ich beobachtet werde. Ich würde mich online nicht frei ausdrücken, wenn ich beobachtet werde. Dieser Effekt ist ziemlich gut erforscht und ein paar Studien packe ich euch einfach mal der Vollständigkeit halber in die Beschreibung. Natürlich aber ganz zu schweigen davon, dass solche Datenmengen einfach nur anzulegen und zu besitzen wahnsinnig teuer sind. Ihr müsst bedenken, das ist der gesamte Internet-Traffic von ganz Deutschland, der da mitgeschrieben werden soll für 3 Monate. Das braucht schon einiges. Und Hacker können natürlich das Ganze auch einfach stehlen. Und naja, leider funktioniert es halt auch einfach absolut schlecht. Wenn man nämlich einfach einen VPN dazwischen schaltet, so wie das heutzutage einfach Millionen von Menschen tun, dann kann der Internetanbieter nicht mehr mitschneiden, welche Website ihr besucht, sondern nur welchen VPN ihr benutzt. Und naja, richtige Kriminelle nutzen dann einfach noch das Tor-Netzwerk. Dann bringt auch ein Durchsuchungsbeschluss bei einer VPN-Firma nichts mehr. Diese geplante Maßnahme durchleuchtet also vor allem den ganz normalen Menschen und setzt ihn dadurch einem Risiko aus. Das ist Digitalverständnis made by CDU. Ganz wie gewohnt. Aber das war ja nicht die einzige Maßnahme. Wir haben ja auch noch den Staatstrojaner. Und ja, mit dem haben wir uns schon wahnsinnig viel beschäftigt. Der Staatstrojaner, kurz zusammengefasst, nutzt Sicherheitslücken aus, die eine Software noch nicht repariert hat, weil sie noch nicht kennt.
Das war bislang schon mehrfach, jetzt WhatsApp hat sich gezeigt. Der Staat nimmt dann zum Beispiel einfach eure Handynummer, schreibt euch eine bösartige WhatsApp-Nachricht, da ist dann so ein spezieller Code dabei und bam, euer Handy ist infiziert. WhatsApp ist aber nur ein Beispiel, ihr müsst jetzt nicht WhatsApp deswegen deinstallieren, auch wenn ihr es deinstallieren solltet. Das kann wirklich einfach jede Software sein, die ihr auf eurem Smartphone habt oder generell auf eurem System. Es kam nämlich zum Beispiel auch schon vor, dass ihr auf einen Phishing-Link klicken musstet, um den Staatstrojaner zu bekommen, dass man per Mail einfach Anhänge verbreitet. Also im Grunde ist das alles ganz normales Hacking, nur halt im Auftrag und in der Bezahlung des Staates. Sprich, die Steuerzahler bezahlen dafür. Jetzt sind es natürlich nicht deutsche Behörden, die das durchführen, denn Sicherheitslücken müssen eigentlich in Deutschland gemeldet werden, wenn sie jemand findet. Das heißt, ein Hacker beim BND findet beispielsweise eine Sicherheitslücke, dann muss er sie eigentlich beim BSI melden, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Es gibt Ausnahmen, deswegen es gab schon Eigenentwicklung, aber meistens heißt das Ganze in der Praxis, man kauft den Staatstrojaner einfach als Software ein und das war in der Vergangenheit ziemlich prominent Pegasus von der israelischen Firma NSO Group. Die wiederum wurden von wahnsinnig vielen Ländern auf der ganzen Welt sanktioniert, nachdem rauskam, dass sie den Staatstrojaner auch an, ich sag mal, nicht ganz so demokratische Länder verkauft haben und dadurch sogar Journalisten getötet wurden, Oppositionspolitiker gehackt wurden und so weiter. Übrigens auch in Europa wurden Oppositionspolitiker gehackt. Und das Tolle, dass diese ganzen Skandale über den Staatstrojaner überhaupt ans Licht kamen, verdanken wir neben den Journalisten natürlich, dem Informationsfreiheitsgesetz, wonach der Staat gewisse Infos offenlegen muss auf Anfrage. Das wiederum wurde angekündigt, soll abgeschafft werden, beziehungsweise, wie es jetzt im Koalitionsvertrag heißt, reformiert werden. Darunter kann man allerdings quasi alles verstehen. Bei der Union war bislang allerdings die Idee, Bürger müssen alles offenlegen, der Staat möglichst gar nichts. Das muss man daher sehr, sehr genau im Auge behalten. Genau übrigens diese Firma, die NSO Group hinter dem Staatstrojaner, haben wir mit unseren Steuergeldern damit auch mitfinanziert und werden das jetzt mit der CDU auch weiterhin tun. Dazu kommt, wenn Deutschland den Staatstrojaner kauft und nutzt, dann hat der Staat ein finanzielles Interesse daran, dass Software, die wir nutzen, eine Sicherheitslücke hat. Sonst wird es ja einfach teurer, weil man dann wieder neue Sicherheitslücken erforschen muss. Was wiederum Zeit und Geld kostet und die wollen wir nicht ausgeben. Das heißt, selbst wenn ihr nichts zu verbergen habt, ganz gewöhnlichen Hackern wird es durch den Staatstrojaner leichter gemacht. Denn man möchte ja grundsätzlich einfach unsichere Software haben, falls man den Trojaner irgendwann mal braucht. Es könnte ja sein, dass der Peter, der Drogen vertickt, kein WhatsApp nutzt, sondern Threema. Dann wäre so ein Hack gegen Threema ja schon sinnvoll. Mal ganz abgesehen davon, dass mich persönlich das Ganze ziemlich hemmt, mir eine sogenannte Deutschland-App zu installieren, da bin ich ehrlich. Das ist eine sehr, sehr gute Überleitung, denn Schwarz-Rot möchte ein eigenes Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung und spricht von einer echten Staatsreform im Koalitionsvertrag. Na, das ist ja mal was Gutes, I guess. Es wird ein CDU-geführtes Ministerium. Behörden sollen immer komplett digital, also nicht ausdrucken, wieder einscannen, sondern wirklich digital und auch antraglos arbeiten. Das heißt, man kann ganz einfach über die App dann nachfragen und sagt, hey, ich brauche dieses Formular und bekommt dann einfach dort drüber auch eine Antwort. Es soll sogar, und jetzt müsst ihr euch kurz festhalten, das wird hart für uns Deutsch, okay? Es soll sogar ein Doppelerhebungsverbot kommen, das Behörden verbietet, eure Daten nochmal anzufordern. Die müssen sich dann also wirklich untereinander vernetzen und austauschen. Man möchte deshalb eine verpflichtende digitale Identität und ein Bürgerkonto einführen. Und das Ganze soll komplett unabhängig von den USA, aber trotzdem zentral durchgeführt werden. Eine zentrale Cloud, das ist natürlich immer ein Single Point of Failure. Das bedeutet, wenn diese zentrale Cloud kaputt ist oder da die Daten gestohlen werden, wenn sie da einfach Hacker drauf haben, dann wird es wahnsinnig problematisch, weil da liegt einfach alles. Vor allem, wenn man so viele Daten sammelt, wird es noch problematischer. Daher hoffe ich einfach mal, dass auf dieser zentralen Cloud in Deutschland in puncto Sicherheit wirklich gar kein Kompromiss gemacht wird. Aber es steht zumindest etwas drin, was mich ein bisschen zufrieden macht. Und zwar, es soll explizit Open Source gefördert und genutzt werden. Was
wirklich gut ist. Apropos digitale Behörden und Bürgerkonten. Wenn der Staat schon seine Prozesse digitalisiert, solltet ihr das mit eurer Arbeit auch tun. Und zwar mit Bittrex24, dem Sponsor dieses Videos. Bei Bittrex funktioniert das, was der Staat da plant, nämlich schon komplett. Anstatt dreimal die gleichen Daten in verschiedene Systeme einzutippen, habt ihr dort einen zentralen Arbeitsplatz mit allen Tools, die ihr braucht. Das Problem für mich ist dann eigentlich eher, dass ich in diesem kurzen Block nicht alle Funktionen vorstellen kann, weil es einfach so unfassbar viele gibt. Aufgabenverwaltung habt ihr gerade gesehen, CRM, Website-Bilder und, was ich besonders momentan sehr praktisch finde, die Arbeitszeiterfassung. Gerade wenn ihr im Homeoffice arbeitet oder Remote-Teams einfach habt, dann könnt ihr einfach per Smartphone einchecken und den gesamten Arbeitstag starten. Das spart so viel Zeit und wie gesagt, das ist ja eigentlich auch rechtlich vorgeschrieben, dass man die Arbeitszeit trackt, von dem her, das könnt ihr damit tun. Und ihr wisst sogar tatsächlich endlich mal, wo eure Arbeitszeit hingeht. Praktischerweise geht sowas auch tatsächlich mit Standortdaten, falls ihr sowas braucht. Und natürlich muss man hier ganz besonders den Single Point of Failure betrachten. Nicht alles sollte an einer Stelle gespeichert werden. Und deswegen, Bittrex24 bietet verschiedene Hosting-Optionen. Ihr könnt selber entscheiden, ob eure Daten in der Cloud liegen oder on-premise auf eurem eigenen Server. Wenn ihr Bock habt, probiert Bittrex24 super gerne mit dem Link unten in der Beschreibung komplett kostenlos aus, denn es gibt einen Free-Tarif und der ist wirklich für immer for free einfach. Ihr könnt das komplett gratis benutzen. Und damit kommen wir zu Punkt 3 in dem ganzen Koalitionsvertrag, der von mir schon angesprochen wurde. Und zwar das automatisierte Internet durchsuchen und analysieren mit KI. Ganz konkret könnt ihr euch das wie Gesichtserkennung eigentlich vorstellen, mit Mikrofon und eine KI wertet aus, was ihr sagt. Naja, das kann man komplett harmlos bauen, denn mein Gesicht ist quasi sowieso verpflichtend auf meinem Ausweis drauf. Aber man kann es halt auch in der Richtung bauen. Wir stufen einfach alle Menschen automatisch als Gefährder ein, wenn sie gewisse Äußerungen tätigen, was den Demokratiediskurs online komplett vernichten könnte. Es kommt für mich aber gleich eigentlich mit einer 100% Kameraabdeckung inklusive Mikrofon für alle Online-Aktivitäten. Und ich vermute, dass man mit diesem Abschnitt meint, dass man eine OSINT-Analyse durchführen möchte. Das werde ich euch kurz erklären. OSINT ist kurz für Open Source Intelligence. Stellt's euch so vor. Für euch ist klar, ihr seid bei YouTube als XX Morpheus Abonnent XX angemeldet. Dann kann jeder auch das sehen, euren öffentlichen Namen. Ihr kommentiert etwas unter diesem Namen, das sind öffentliche Informationen und genau die möchte man nutzen. Vielleicht gibt es nämlich bei Steam auch ein Profil unter genau diesem Namen. Und vielleicht habt ihr bei Steam ein Profilfoto von euch drin. Das kann sogar ein anderes Profilfoto sein, denn wir können jetzt einfach KI und biometrische Daten nutzen, um das auszuwerten, um ein biometrisches Profil von euch zu finden. Und siehe da, man findet euer LinkedIn-Profil und man hat natürlich eure Gesichtsdatenbank. Man weiß, wo ihr seid in der allgemeinen Datenbank mit halt Gesichtern. Das heißt, man kann zum Beispiel herausfinden, wo ihr arbeitet, zum Beispiel bei The Morpheus GmbH. Ja, spannend. Und jetzt haben wir natürlich auch die E-Mail-Adresse, denn die steht ja auch im Impressum von eurer GitHub-Webseite. Und ach, siehe da, die ist dann wieder verknüpft mit einem anderen Account. Ja, ihr versteht, was ich meine, oder? Alles, was man online teilt, miteinander zu verknüpfen, vor allem mit Pseudonymen und verschiedenen E-Mail-Adressen, das kann sehr, sehr komplex werden für jeden außer euch. Selbst für euch kann es vielleicht mal komplex werden. Aber all diese Informationen zusammengenommen ergeben für die meisten Menschen ein ziemlich gutes Profil. Warum sollte die Polizei denn kein Profil für einen Menschen erarbeiten können? Vor allem KI-Systeme, die auch nachträglich, also nicht in Echtzeit, sondern jederzeit die kompletten Online-Aktivitäten voll analysieren können. Damit kann man sehr, sehr leicht einen Bias entwickeln. Vor allem, wie gesagt, diese KI-Systeme haben sowas, den kriegt man aus den Trainingsdaten auch gar nicht mal so leicht raus. Ich zum Beispiel rede offen darüber, dass ich in Therapie war. Der Staat oder jemand bei der Polizei, der das Konzept Therapie vielleicht nicht kennt, oder auch eine KI, könnten das aber als Labilität missverstehen und mich so direkt in eine Schublade drücken. Und exakt das passiert jetzt gerade in Großbritannien, wo wir uns ja leider schon häufiger mal, naja, ein Vorbild genommen haben, würde ich sagen. Da wird eine Verbrecherkartei gebaut, basierend auf psychologischen Profilen, die auch eben solche Infos wie Traumata in der Vergangenheit, vielleicht psychologische Krankheiten und so weiter berücksichtigt. Nett, aber um ehrlich zu sein,
Das Ganze, ich glaube nicht, dass man das wirklich einfach mit KI machen darf, denn genau der AI-Act aus der EU, für den die CDU sich noch vor ein paar Monaten so hart gelobt hat, der verbietet eigentlich sehr, sehr vieles, was hier genannt wird. Aber mit all dem wirkt ehrlich gesagt der Abschnitt über Cybersicherheit mit der Entwicklung der, keine Ahnung, 42. nationalen Sicherheitsstrategie und der zum 100. Mal versprochenen Härtung so ziemlich gar nichtssagend. Konkrete Themen finden sich nämlich hier quasi gar nicht. Dafür, dass der Cyberraum ja so eine tolle, starke neue Ausrichtung sein soll. Die Verschlüsselung als Thema findet man eigentlich nur in einem Satz. Und zwar: Grundsätzlich sichern wir die Vertraulichkeit privater Kommunikation und Anonymität im Netz. Das wirkt fast ein bisschen ironisch. Grundsätzlich schätze ich die Ideen der Großen Koalition, aber bedenkt an der Stelle, dass die CDU nach wie vor ein Riesenfan von Chatkontrolle ist. Dabei sollen ja alle Chatnachrichten komplett entschlüsselt werden und mit KI geprüft werden, ob sich darin illegale Inhalte befinden. Das wiederum ist allerdings eine Sache auf EU-Ebene. Die Sache wurde zwar vorerst gewonnen, aber direkt danach ging es quasi wieder weiter und man hat versucht, es wieder reinzubringen. Naja. Gleichzeitig sollen Deepfakes von anderen Menschen auch als bildbasierte, sexualisierte Gewalt angesehen werden. Aber offenbar hat selbst die Union verstanden, dass man nicht verhindern kann, dass Stable Diffusion auf einem Rechner ohne Internet läuft. Deswegen scheint es mehr um das Verteilen zu gehen. Das heißt, weiterschicken und öffentlich machen. Das wird jetzt auch mehr verfolgt. Und naja, wie mache ich das? Wie kann ich denn verhindern, dass ich ein lokal generiertes Bild an eine andere Person sende? Auch hier riecht wieder mein Näschen ein bisschen was von Chatkontrolle. Und ich muss sagen, ich mag den Geruch nicht. Aber immerhin, man möchte die Reform des Hacker-Paragraphen weiter fortführen, die die Ampel ja gestartet hatte. Dazu hatte ich auf meinem anderen Kanal schon was berichtet. Für die Pentester unter euch, da kriegt ihr die ganzen Informationen. Und leider nutzt man natürlich auch den Jugendmedienschutz wieder ein bisschen für sich. Ihr kennt ja diese wunderschönen Buttons, bist du 18 Jahre alt? Naja, es stellt sich raus, dass Kinder und Jugendliche durchaus wissen, wie man diesen Button drückt. Deswegen möchte man eine Altersverifikation verpflichtend machen, sofern eine nötig ist. Das heißt, man dreht den Spieß komplett um. Also man kommt nicht mehr pauschal rein auf diese Plattform, sondern man wird eher pauschal einfach abgelehnt. Und dann muss man nachweisen, dass man rein darf, also dass man volljährig ist. Das heißt in der Praxis, eine Ausweisverifikation ist nötig, egal ob jetzt mit einer digitalen ID oder halt nicht. Das muss trotzdem geprüft werden, ob jemand 18 ist. Und so einfach ohne Ausweis ist das nicht. Wie genau das aussieht, steht aber nicht dabei. Es wird aber auf jeden Fall unschön. Ich hatte sogar schon was gelesen über Ansätze, wo dann das Gesicht gescannt wird, ob eine Person volljährig ist. Was vielleicht gut funktioniert, wenn man über 50 ist oder von mir aus auch über 30 in meinem Fall. Aber es funktioniert halt ziemlich schlecht, wenn man so ziemlich genau um 18 rum ist. Und gerade da muss man dann die Ausweise einsammeln. In der Praxis wird das aber wahrscheinlich sehr wenige Websites wirklich kümmern, wenn ihr dort mit einem VPN aus Venezuela ankommt und dementsprechend ineffektiv ist das Ganze. Lasst mich hier aber noch mal ganz kurz was anmerken, was man eher zwischen den Zeilen liest, was man im wirklich langen Paragraph für Digitalisierung und immer wieder, wenn es um Digitales geht, sehr, sehr deutlich merkt. Und man muss sagen, der gesamte Koalitionsvertrag ist durchströmt von Digitalisierung, was ich ehrlich gesagt sehr gut finde. Aber man merkt hier trotzdem etwas, und zwar der Umgang mit Daten. Man möchte die DSGVO entbürokratisieren, entschlacken oder vereinfachen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte wird zum Bundesbeauftragten für Datennutzung, Datenschutz kommt an zweiter Stelle, und Informationsfreiheit. Und es ist ständig die Rede davon, Daten auszutauschen in der Wirtschaft und ganz zentral auch im Gesundheitswesen, im Staatswesen, einfach überall. Man soll Daten tauschen. Und ganz konkret wird hier, naja, es gibt sogar einen speziellen Abschnitt davon zur Kultur des Datennutzens und des Datenteilens. Also es wird ziemlich klar, würde ich sagen, man versucht einen Paradigmen-Shift zu einem datengetriebenen Staat. Und das Ganze findet ihr übrigens auf Seite 69. Die USA haben natürlich jahrelang Daten über jeden von uns gesammelt. Mit Social Media, mit Technologiekonzernen, mit vielen, vielen Dienstleistungen und so weiter und so fort. Wir müssen das aufholen, aber eine Firma alleine
schafft das in Deutschland wahrscheinlich nicht so leicht, weil wir einfach nicht so viele Menschen sind und weil wir nicht den Bedarf sehen, uns jetzt neu bei Deutschland-Talk anzumelden. Deswegen müssen wir das aufholen und dann dazu müssen wir am besten alle Daten zusammenlegen. Und deswegen, hey, liebe Firmen, geht los und teilt die Daten mit allen. Das ist die Idee. Man möchte, und das steht wirklich so hier drin, man möchte Datenschätze heben, Datenökosysteme nutzen. Da geht es sehr, sehr viel um Wirtschaft, um Geld damit machen und so weiter. Aber auch statt Public Money, Public Code heißt es dann eher Public Money, Public Data. Das heißt, die Daten sollen auch hier geteilt werden und zwar mit Datentreuhändern. Und das kann schon auch was Gutes sein. Ich meine, sowas wie Kartensysteme, die öffentlich verwaltet werden, das ist was Positives. Aber man muss halt sehr, sehr sensibel damit umgehen, dass man nicht aus Versehen die Daten wieder de-anonymisieren kann und plötzlich wieder personenbezogene Daten hat. Und das alles braucht man selbstverständlich für KI. Klar, man möchte eine KI-Offensive und eine AI-Gigafactory nach Deutschland holen, die ohnehin eigentlich schon in Stuttgart geplant ist. Aber hey, eine KI soll dann dabei helfen, Dienstleistungen zu finden für Familien oder bei der Behandlung und Pflege Dokumentation schreiben, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, aber an sich eben auch nicht besonders neu ist. Was aber durchaus neu ist, man möchte jetzt tatsächlich die Urheber, deren Inhalte von KI-Systemen genutzt werden, zumindest angemessen entlohnen. Also beispielsweise Künstler oder Synchronsprecher, deren Stimmen von KI-Systemen zum Training benutzt werden, die sollen bezahlt werden. Die Frage ist dann natürlich, ob sich OpenAI, Google oder DeepSeek daran halten werden. Aber um das Ganze jetzt mal zu einem Fazit zu bringen, ich will nicht immer nur haten, deswegen hier eine ehrliche Einschätzung von meiner Seite. Zunächst einmal, ja, wir brauchen sehr, sehr dringend eine Modernisierung des Staates, um überhaupt wieder handlungsfähig zu sein. Egal ob im Gesundheitswesen, der Bildung, in der Verwaltung oder sonst wo. Überall ist es dringend nötig, dass das endlich angegangen wird. Und das ist wahnsinnig sinnvoll und wahnsinnig wichtig. Ich finde das richtig gut, dass man das hier gesehen hat. Und eine eigene KI-Lösung zu haben, beziehungsweise zumindest die Möglichkeit mit einem Gigafactory-Cluster, wie auch immer man es nennen möchte, dass man ein Open-Source-KI-Modell ausführen kann, das ist auch essentiell. Damit können wir dann KI auch in Europa, in Deutschland legal und korrekt nutzen, gerade in den Behörden, die ja theoretisch auch Datenschutzvorgaben haben. Ich habe darüber schon berichtet, dass wir diesen Geschwindigkeitsvorteil wirklich dringend brauchen können, den KI uns geben kann, aber damit können wir dann vielleicht mal Probleme angehen, die wir so einfach noch nicht angehen konnten. Auf der anderen Seite, ich, wie ihr sehen könnt, stehe mit meinem Face in der Öffentlichkeit und ich hatte schon mehrmals mit dem Missbrauch meiner Daten deswegen zu kämpfen, mit automatisierten und auch mit personalisiertem Scam, mit versuchtem Identitätsdiebstahl und noch ein paar weiteren lustigen, aber eher privaten Geschichten. Ich beschäftige mich mit der ethischen Nutzung von Technologie fast ausschließlich und ich verstehe den Appeal wirklich sehr. Ein Beispiel, Daten für die Forschung, das verspricht wirklich enorme Stützen, wenn es um das Heilen von Krankheiten geht. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, rettet das vielleicht sogar Leben. Demgegenüber steht aber OpenSNP. Das ist eine ehemalige Datenbank von Genomdaten, die jeder nutzen konnte. Die Daten waren echt und leider wurden die Daten nicht hauptsächlich für die Forschung, sondern von Strafverfolgungsbehörden genutzt. Das bekommt sehr, sehr schnell diesen Vibe, bist du auch reinrassig deutsch, dann darfst du hier bleiben oder ansonsten musst du vielleicht bald gehen. Und das in Kombination mit diesem Predictive Policing-Ideen aus Großbritannien, der immer noch diskutierten Chatkontrolle in der EU und einer verpflichtenden Online-Identität, sodass man dem Ganzen auch gar nicht mehr aus dem Weg gehen kann, wenn man möchte, das fühlt sich dann doch ziemlich gefährlich an. Vor allem, weil nicht jeder dieses Medienkompetenzwissen, was hier auf dem Kanal sehr, sehr viele Menschen haben, mitbringt. Ich denke da an meine Mutter, meine Großeltern, die auch so eine digitale Identität bekommen sollen. Naja, dazu kommt auf jeden Fall die reale Gefahr durch Hacker, die sich auf jeden Fall regelmäßig Zugang zu solchen Systemen schon verschafft haben in der Vergangenheit. Und das zu verhindern, ist quasi unmöglich. Aber außer einer geplanten Strategie zur Resilienz habe ich da wirklich wenig gefunden, um mit sowas umzugehen. Es war keine Rede von irgendeinem Mechanismus, um eine gestohlene Identität oder mehrere nach einem Datenklau wieder zu sichern bzw. neu zu erstellen, damit die wieder sicher ist, diese Person. Es war keine Strategie, wie man damit umgehen möchte, wenn das passiert. Und
Es wird passieren. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ich habe noch von nichts gehört, dass nicht irgendwann mal Opfer von einem Datenleck wurde, wenn es wirklich ein Angreifer essentiell darauf abgesehen hatte. Aber fairerweise, Menschen teilen auch reihenweise mit einer KI ihre, tiefsten, persönlichsten Ängste, ohne zumindest den Tarif zu wählen, dass ihre Daten nicht wenigstens in den Trainingsdaten der KI landen. Die reden trotzdem einfach alle mit ChatGPT. Nur eines muss man sich halt hier im Klaren sein. Ja, ein ganz normaler Bürger, der kann damit sehr, sehr gut profiliert werden und dann hat man dieses Profil. Aber jemand, der es darauf anlegt, der dann das Tor-Netzwerk auf einem separaten Rechner mit einem Linux Tails benutzt für echte Straftaten, dem hat für diese Identität auch, diese gesamte geplante staatliche Überwachung nicht wirklich was an. Also frage ich mich eher, wozu das alles? Was meint ihr? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und wir hören uns beim nächsten Mal im Cyberspace.